Hallo liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße euch zum ersten Produkttest hier im H0 Detailwerk. Die Firma Noch hat mir zur Verfügung gestellt den neuesten Grasmaster 3.0 inklusive Graskleber und Grasfasern. Ich werde ihn hier in diesem Video testen und euch vorführen. Dafür habe ich vorbereitet auf unserer Ausstellungsanlage einen kleinen Geländeabschnitt, den ich begrasen werde, und einen einfachen Drahtbaum. Da möchte ich gerne euch zeigen, wie ich mit dem Grasmaster die feine Verästelung imitiere. Ja, bevor es losgeht, habe ich mir selbst, und das ist auch ein Tipp von mir, noch ein einfaches Testbrett zusammengeleimt. Da haben wir einmal hier eine Mauer oder ein Gebäude, einfach nur eine senkrechte Fläche. Da möchte ich wissen, wie weit komme ich denn mit dem Begrasen hier in die Kante rein. Und eine Böschung, ein Hang, eine Schräge. Da interessiert mich, ob die Grasfasern auch senkrecht nach oben wachsen. Ja, nun wie immer viel Spaß beim Zuschauen und lasst uns mit dem sogenannten Unboxing des Grasmasters 3.0 starten. Der Grasmaster 3.0 wird in einem stabilen Karton mit aufgedruckter Kurzbedienungsanleitung geliefert. Eine mehrsprachige Bedienungsanleitung beschreibt neben den notwendigen Sicherheitshinweisen und Handhabung auch die Gestaltung zweier unterschiedlicher Wiesentypen. Mitgeliefert werden 3 Siebe für die unterschiedlichen Grasfaserlängen und ein Deckel. Alle werden auf dem Grasfaserbehälter aufgeschraubt. Am Boden des Grasfaserbehälters ist eine Metallplatte zur elektrostatischen Aufladung der Fasern montiert. Oberhalb der extra angebrachten Griffhülle befindet sich der Ein-Aus-Kippschalter mit der roten LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft. Das Kabel mit der Krokoklemme wird in Nähe der zu begrasenden Fläche, zum Beispiel an einer Schraube, angeklemmt. Die notwendige 9 Volt Blockbatterie gehört zum Lieferumfang und muss noch mit dem Batterieclip verbunden werden, und schon kann der Grasmaster eingeschaltet werden. Der erste Test auf flachem Untergrund mit Graskleber und Fasern von Noch war schon mal erfolgversprechend. Man sieht sehr schön, wie sich die Fasern senkrecht aufstellen. Auch die 12 mm langen Fasern bereiten dem Grasmaster keine Probleme. An der Schräge stellen sich die Grasfasern wie vermutet senkrecht zum Untergrund auf. Dies geschieht unabhängig vom Fabrikat und hat nichts mit dem verwendeten Begrasungsgerät zu tun. Hier lässt sich die Elektrostatik leider nicht austricksen. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Fasern aufzurichten. Es ist etwas tricky, da man den richtigen Zeitpunkt abwarten muss, bis der Leim beginnt abzubinden. Ich habe mit einem Kaffeerührstäbchen die Fasern vorsichtig in die richtige Wuchsrichtung gekämmt. Es ist noch nicht das beste Ergebnis, also heißt es weiter üben. Direkt an einer Wand, auch wieder unabhängig vom Fabrikat, sprießen die Fasern erst in einem Abstand von ca. 1 bis 2 cm. Es bleibt also eine Lücke. Eine Lösung für dieses Problem gibt es gleich. Den Sinn der von Noch mitgelieferten Begrasungsschablonen zeigte sich mir erst beim Experimentieren. Auf einem Stückchen Klebeband trug ich mit Hilfe der Schablone den Graskleber auf und begraste diese Flächen mit 6 mm Fasern. Danach sollten die Schablonen sofort mit einem Tuch von überschüssigem Leim befreit werden.
Nach dem Durchtrocknen, was je nach Umgebungstemperatur 2 bis 3 Stunden dauern kann, auch zu erkennen an dem jetzt klaren Kleber, werden die überschüssigen Fasern abgesaugt und mit einem Strumpf für die weitere Verwendung aufgefangen. Mit einem Spachtel oder Messer kann ich die kleinen Grasmatten jetzt abheben und an schwer zugänglichen Stellen auf die Anlage kleben. Und hier die Lösung für die schwer zugänglichen Mauern. Ich verwende dort gerade Grasstreifen und/oder kleine Grasbüsche. Für das kleine Geländeteil habe ich mir zusätzlich Schablonen für Stellen, die nicht begrast werden und wo später Buschwerk gepflanzt wird, ausgeschnitten. Scheint noch unlogisch, da ich auch einfach den Leim weglassen könnte, wird aber später sinnvoll. Wie in der Bedienungsanleitung von noch erklärt, starte ich mit den kurzen 4 mm Fasern. Bis der Leim auf dem Geländeteil getrocknet ist, wende ich mich dem bereits lackierten Baum zu. Die Äste werden mit Grasleim eingestrichen und 12 mm Fasern als erster Auftrag verwendet. Auch jetzt muss der Grasleim für die weitere Bearbeitung erst durchtrocknen. Zum Kleben benutze ich in den weiteren Arbeitsgängen matten Klarlack, der aufgrund der kurzen Trockenzeit ein zügiges Arbeiten erlaubt. Auch wenn es Spaß macht, nicht zu viele Fasern aufbringen, da der Baum dann zu dicht wird. Feine Flocken imitieren das Blattwerk und nach einem erneuten dünnen Überzug aus Mattlack kann der Baum bereits gepflanzt werden. Am Straßenrand bzw. wo in Natura trockener Boden vorherrscht, kommen in der nächsten Schicht jetzt gelbbraune Fasern Feldgras zum Einsatz. Zu viele Fasern, zum Beispiel am Straßenrand, lassen sich mit einer Pinzette wieder herauszupfen. Nach der nächsten Trockenphase wird Wildwuchs punktuell mit 6 mm Fasern imitiert. Dies kann man nun bis zum gewünschten Ergebnis mehrfach wiederholen. Jetzt wird das Geheimnis um die Schablonen gelüftet. Ich habe sie mit durchsichtigem Klebeband überzogen und auf einen Holzstab befestigt. Die diesmal mit schnell trocknendem Weißleim aufgeklebte Nochfoliage dient als Grundlage für das Buschwerk. Die nächsten Arbeitsschritte sind die gleichen wie beim Drahtbaum. Mit dieser Methode muss ich zum Schutz vor dem Sprühnebel nicht den Rest der Anlage abdecken. Nach der Beflockung werden sie vorsichtig vom Untergrund entfernt und mit dem Grasleim auf die kahlen Stellen geklebt. Man sieht, dass ich zu ungeduldig war. Auch der Expressleim braucht seine Zeit zum Durchtrocknen. Der Grasmaster 3.0 ist mit seinen 3 Siebaufsätzen und der gesteigerten Leistung von 11 kV in der Lage, alle Grasfasern von kurz bis 12 mm aufrecht aufzubringen. Insbesondere der Leim, auch wenn er eine lange Trockenzeit hat, und die neuen 4 mm Grasfasern haben mir sehr gefallen. Auch eine mögliche Anwendung der Grasschablonen habe ich gezeigt. Für die Zukunft wäre statt des Ein-Aus-Kippschalters ein Taster wünschenswert, da man im Eifer das Ausschalten schon mal vergisst. Die gemessene Spannung an der Batterie mit und ohne Last zeigt, dass eventuell auch ein 8,4 Volt Blockakku verwendbar ist.
Eine Anschaffung mit Rücksicht auf die Umwelt ist zu erwägen. Bei der nächsten Gerätegeneration ist auch über die Spannungsversorgung mit einem 9 Volt Netzteil mit der Umschaltmöglichkeit auf Batteriebetrieb nachzudenken. Richtig eingesetzt bereitet der Grasmaster 3.0 viel Spaß und garantiert erfolgreiches Begrasen. Ich kann ihn zweifelsfrei für die Geländegestaltung empfehlen. Ich bedanke mich bei der Firma Noch für die kostenlose Bereitstellung der Produkte und verweise auf den bis zum 30.09.2020 gültigen 10%igen Rabattcode auf das gesamte Sortiment im Noch Online-Shop. Ihr findet ihn und den Link zum Shop in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, wünsche alles Gute, danke fürs Zuschauen und bis bald im H0 Detailwerk.